Hallo, ich bin Volker Rathmer von der Rauch-Landmaschinenfabrik. Wir haben ja aktuell das große Thema Effizienz steigern und Verluste vermeiden bei der Mineraldüngung. So, wir haben jetzt hier einen Axis Düngerstreuer hinten dran, einen Axis H, einen mit hydraulischem Antrieb. Und ich möchte euch jetzt das Grenzstreuen erklären. Das Grenzstreuen ist ja insofern wichtig, weil alles, was über die Grenze hinausfliegt, ist zum einen verboten, zum anderen sind es ja Düngerverluste. Der Dünger soll ja auf dem Feld auf der Zielfläche landen. Beim Grenzstreuen unterscheiden wir mit zwei verschiedene Arten. Das ist einmal das Randstreuen und das Grenzstreuen. So, das Randstreuen ist, das darf ich machen, wenn eine landwirtschaftlich genutzte Fläche angrenzt, die kein Ökobauer ist. Dann darf ich ein bisschen zum Nachbarn drüber streuen, ja, wenn der wieder zurückstreut, dann gleicht es sich ja aus. Und dann verhindere ich, dass ich einen unterversorgten Streifen am Feldrand habe. Dafür fliegt aber ein bisschen zu viel Dünger draus. Wenn ich aber eine nicht landwirtschaftlich genutzte Fläche angrenzend habe, also eine Straße, einen Graben, einen Weg oder sowas, dann muss ich das Grenzstreuen machen. Dann zieht man das Streubild ein bisschen rein, sodass möglichst wenig drüber hinausfällt, habe aber dann einen kleinen unterversorgten Streifen am Feldrand. So, bei dem Axis H-Streuer haben wir keinen Grenzstreuschirm, so wie unseren Telemat, sondern wir können das Grenzstreuen machen, indem man die Drehzahl verstellt und den Aufgabepunkt. Das habe ich alles schon eingestellt, laut Streutabelle, welche Drehzahl, welcher Aufgabepunkt da entsprechend angestellt wird. Wir haben jetzt hier unser CCI-Terminal. Ich mache das jetzt mal gerade groß, dass man den Düngerstreuer sieht. Wir haben jetzt hier nebendran auch den Joystick, den A3-Joystick montiert fürs Filmen, damit man das gut sehen kann. Normal hätte ich ihn jetzt hier vorne am Schlepper. So, jetzt haben wir hier den Düngerstreuer und mit der Taste kann ich das Grenzstreuen aktivieren. In dem Moment, wo ich jetzt auf die Taste drücke, verstellt sich die Drehzahl und der Aufgabepunkt auf den voreingestellten Wert. Ich kann das auch, und ich jetzt nochmal tippe, auch auf der linken Seite machen. Wir haben jetzt hier auf der linken Seite gerade die Feldgrenze und fangen damit an. Ich kann sogar das auf beiden Seiten machen. Also wenn ihr jetzt irgendwie ganz schmale Schläge habt und ihr wollt beidseitig Grenzstreuen, kann man das damit sogar auch machen. Ich habe jetzt hier im Moment hier oben, sieht man an dem Symbol, ist das Grenzstreuen eingestellt. Ich kann auch umschalten von Rand auf Grenzstreuen. Das macht man im Terminal, indem ich hier ins Menü gehe, die Taste drücke und wieder zurück. Viel eleganter geht es aber über den Joystick, weil dann habe ich nämlich die Taste gleich hier schon belegt. Und dann muss ich nur einmal drücken und dann stellt es um auf Grenzstreuen und auf Randstreuen. Ich fange jetzt hier mit Randstreuen an und nachher, wenn wir oben an der Straße entlang fahren, dann muss ich entsprechend auf Grenzstreuen umstellen. Was man noch machen kann, ist, dass man die Drehzahl an der Grenzseite verstellt. Das ist manchmal auch ganz praktisch. Jetzt sieht man hier, diese beiden Tasten sind jetzt umgesprungen auf Minus Plus Drehzahl. Das sind immer 50 Umdrehungen hinterlegt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel fahre und es geht ein bisschen bergauf an der Grenzseite, dann kann ich einfach tippen, dann geht die Grenzstreudrehzahl ein bisschen hoch, sodass ich noch ein bisschen besser an die Grenze hinstreuen kann. Oder andersrum, es ist irgendwas, sagen wir mal, gerade wo man gar nicht hinstreuen will, ein Hindernis oder meinetwegen, ich mache es, wenn man an einem Hausgarten, Privatgarten vorbeifährt, dann mache ich dann nochmal extra die Drehzahl ein bisschen runter, damit auch ja nichts darüber rausfliegt. Und das sind die Funktionen, die wir beim Axis H, beim Grenzstreuen haben. So, dann fahren wir mal los. Wir haben jetzt hier Normalstreudrehzahl, Scheiben laufen. Wenn ich jetzt hier auf Grenzstreuen links schalte, reduziert sich jetzt auf der linken Seite zum einen der Aufgabepunkt auf 2,5 und die Drehzahl geht noch runter. So, und jetzt können wir entsprechend losstreuen, drücken Start und wenn wir losfahren, dann geht der Schieber auf. Und der streut entsprechend. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die Drehzahl verstellen will, kann ich jetzt sagen, okay, ich will noch 50 Umdrehungen runtergehen. Dann drücke ich auf den Knopf und der reduziert hier entsprechend die Drehzahlen. Wenn ich jetzt sagen will, okay, ich will umschalten, wir haben jetzt Grenzstreuen aktiviert, von Grenzstreuen auf Randstreuen. Dann verändert er jetzt entsprechend den Aufgabepunkt, so wie es vorgegeben ist und passt auch entsprechend so die Drehzahl an. Und so kann ich dann das komplette Grenzstreuen machen.